In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie künstliche Intelligenz Prüfende bei der manuellen Barrierefreiheitsprüfung im Web unterstützen kann. Dafür habe ich ein Interaktionskonzept für die Plattform Easy WebCheck entwickelt und prototypisch umgesetzt. Barrierefreie Webseiten sind eine wichtige Voraussetzung für digitale Teilhabe. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, dass rund 96% der meistbesuchten Webseiten nicht barrierefrei sind. Automatisierte Prüfwerkzeuge können viele technische Probleme erkennen, stoßen bei semantischen Fragestellungen jedoch an ihre Grenzen. Genau hier setzt meine Arbeit an. Ziel war es, ein Interaktionskonzept zu entwickeln, das Prüfende bei diesen manuellen Aufgaben unterstützt. Dabei standen zwei Fragen im Mittelpunkt. Wie kann KI im Prüfprozess unterstützen und wie kann diese Interaktion transparent und kontrollierbar gestaltet werden? Dafür habe ich zuerst die relevanten Grundlagen untersucht und bestehende KI-Systeme analysiert. Anschließend führte ich zwei Fokusgruppen durch und konnte damit die Anforderungen an mein Konzept ableiten. Dann folgte die Konzeptions- und Prototyping-Phase und zum Schluss wurde der Prototyp mit einer Umfrage evaluiert. Insgesamt 6 Personen nahmen an den Fokusgruppen teil, 3 Studierende und 3 Experten für Barrierefreiheitsprüfung. Dabei wurden insbesondere Herausforderungen im Prüfprozess, mögliche Einsatzbereiche von KI sowie Anforderungen an Vertrauen und Transparenz untersucht. Als besonders relevant erwiesen sich die Unterstützung bei zeitaufwendigen Dokumentationsaufgaben, kontextbezogene Hilfestellungen und eine möglichst nahtlose Integration in den bestehenden Workflow. Gleichzeitig sollte die KI keine fachlichen Entscheidungen autonom übernehmen. Basierend auf der Anforderungsanalyse entwickelte ich ein hybrides Interaktionsmodell aus reaktiver und proaktiver Assistenz. Die KI kann gezielt auf Anfrage genutzt werden, beispielsweise über einen Chat. Gleichzeitig kann sie kontextbezogene Vorschläge machen. Diese Konzepte wurden anschließend in einen klickbaren High-Fidelity-Prototypen umgesetzt. Zentrale Elemente sind dabei die integrierte KI-Seitenleiste, Inline-Unterstützung, sowie Möglichkeiten, Vorschläge zu hinterfragen, Quellen einzusehen und sie zu übernehmen oder zu verwerfen. Schließend wurde das Konzept analytisch anhand der Anforderungen und empirisch mit 5 Personen evaluiert. Insgesamt zeigte sich eine hohe Zustimmung. Besonders positiv wurde die Integration in den Workflow, die kontextbezogene Unterstützung sowie die menschliche Kontrolle bewertet. Auch Quellen und die Nachvollziehbarkeit des Analysewegs wurden als besonders wichtig wahrgenommen. Gleichzeitig wurden Risiken wie Halluzinationen und Bias genannt und weitere Potenziale, beispielsweise wie die Analyse von Screenshots. Damit konnten beide Forschungsfragen im Rahmen der Arbeit beantwortet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass KI insbesondere bei Interpretation, Dokumentation und wiederkehrenden Aufgaben einen Mehrwert bieten kann. Vorausgesetzt, die fachliche Entscheidung bleibt natürlich beim Menschen. Für die Weiterentwicklung bieten sich unter anderem Screenshot- und Bildanalyse, die Analyse von Name, Rolle und Wert, projektbezogenes Wissen sowie adaptive Unterstützung für unterschiedliche Erfahrungsstufen an. Die zentrale Erkenntnis meiner Arbeit ist daher, KI sollte den Menschen in der Barrierefreiheitsprüfung nicht ersetzen, sondern seine Expertise transparent, kontextbezogen und kontrollierbar ergänzen.